Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und dieses Video ist eigentlich eher ein Gesundheitsvideo. Denn ich möchte, also meine persönliche Mission in diesem Video ist es, dich aufzuklären, was für einen Sauger du nehmen solltest, für welche Staubklassen du was nehmen solltest, wann brauchst du einen einfachen Industriesauger, wann brauchst du einen L-Sauger, wann brauchst du einen M-Sauger, wann brauchst du einen H-Sauger, wann kannst du einen normalen Staubsauger nehmen, welche Staubklassen, wie unterscheiden die sich, welches Zubehör brauchst du, was ist mit Antistatik und so weiter und so fort. Denn am Ende des Tages geht es hier sekundär um das Thema Sauberkeit, sondern primär wirklich um das Thema Gesundheit. Denn wenn du den falschen Staub falsch saugst, dann kann das für dich im Zweifel wirklich lebensbedrohende Folgen haben, die nicht lustig sind. Und genau deswegen bitte ich dich, guck dir dieses Video an. Ich möchte dir heute alle Unterschiede erklären, genau erklären, wann du was, wie, wo beachten musst, welchen Sauger du wie nimmst und so weiter und so fort. Das ist übrigens ein Video, wir werden nachher das vor allem am Thema Bosch behandeln, weil ich hier alle 3 Sauger habe. Aber hier geht es nicht um Bosch per se, sondern das Ganze kannst du auch auf Kärcher anwenden, auf Metabo anwenden, Makita, auf Nilfisk oder was auch immer, spielt gar keine Rolle. Jetzt natürlich, wir haben Freitag, wie immer gibt es etwas zu gewinnen und natürlich gibt es auch heute einen Sauger zu gewinnen und zwar den Bosch GAS 35 SFC Plus. Und zwar genau diesen Sauger, also nicht meiner bleibt hier schön hier, aber genau den bekommst du nagelneu. Alles, was du dazu machen musst, einfach mal deine Meinung unten in die Kommentare. Welchen Sauger hast du denn eigentlich und warum? Also was ist der Grund und warum hast du dich für diese Staubklasse auch entschieden? Ich bin sehr gespannt. Bevor wir jetzt anfangen, dieses Video ist für alle, die Staub und Dreck produzieren. Und du musst immer beachten, welcher Staub und welcher Dreck ist wie gefährlich. Da reden wir gleich drüber. Und bei welchem Staub und welchem Dreck musst du welchen Sauger nutzen. Und dieses Video ist wirklich für jede Marke auch gedacht. Wir werden uns gleich vor allem hier die Bosch-Sauger angucken, aber hier am Beispiel der Bosch-Sauger erkläre ich dir das ganze System, die ganzen Staubklassen und so weiter und so fort. Das hat aber nichts mit Bosch an sich erstmal zu tun, sondern du kannst es auch auf deinen Metabo anwenden, auf deinen Dewald, auf deinen Makita oder Kärcher oder was auch immer du hast. Das spielt damit erstmal gar keine Rolle. Also unbedingt dranbleiben, egal welche Marke du zu Hause stehen hast. So, jetzt haben wir hier alle 3 von Bosch hier stehen. Es gibt übrigens theoretisch bei Bosch noch einen 4., aber bleiben wir mal erstmal bei den grundsätzlichen Klassen. Und hier habe ich hier eigentlich auch schon quasi alle 4 Klassen hier stehen. Das ist mein privater, sehr alter Festool-Sauger. Hier steht gar keine Staubklasse drauf. Ich nehme das mal als Symbol für, unklassifizierte, einfache Sauger. Ich habe nichts gegen den. Ich mag den wirklich sehr gerne. Das ist nicht das Thema. Aber wir haben jetzt zum Beispiel normale Hausstaubsauger, können wir auch nehmen. Oder ganz einfache Industriesauger. Ja? Die bekommt ihr auch zu kaufen. Es gibt teilweise für 35 oder für 45 Euro Industriesauger. Die sehen halt einfach nicht so schön aus wie ein Hausstaubsauger, aber die könnten jetzt hier auch stehen. So, jetzt haben wir also den eher einfachen, dann haben wir hier die Klasse L, hier die Klasse M und hier die Klasse H. Habe ich die ganze Zeit von L, M und H gesprochen. Was bedeutet das denn eigentlich? Das ist relativ simpel. Das ist eine Einstufung in die Gefährlichkeit des Materials, das gesaugt wird. L ist für leicht gefährliche Stoffe, M ist für mittelgefährliche Stoffe und H ist für hochgefährliche Stoffe. Ja? Sodass du da schon mal grob eine Einteilung hast. Und hinter diesen Begriffen L, M und H stehen dann bestimmte Eigenschaften, wie zum Beispiel der Filtergrad und noch einige andere Dinge, die man hier beachten muss. Und das wird immer komplexer, also komplizierter oder zumindest aufwendiger, sagen wir es mal so, es wird aufwendiger von Klasse zu Klasse. Wir haben hier ganz normal L, alles kein Thema. Easy, ja, bis hin zu H.
Und da habe ich euch einiges zu zeigen. Ich habe jetzt mal den einfachen Sauger jetzt mal runtergenommen und jetzt beschäftigen wir uns mal mit den reinen, auch zertifizierten L-, M- und H-Saugern. Jetzt ist es so, dass das Wichtigste an diesen Saugern ja eigentlich genau eine Sache ist. Und das ist der Filtergrad des Saugers. Das heißt, wie viel Material wird aus der Luft rausgefiltert, beziehungsweise wie viel Material von dem, was hier eingesaugt wird, kommt hinten hier wieder raus, beziehungsweise wird eben nicht rausgefiltert. Und da sind die Vorschriften sehr eindeutig, und zwar ein L-Sauger wie der hier muss einen Filtergrad von mindestens 99% haben. Das heißt, 99% müssen im Sauger bleiben und dürfen nicht wieder hinten raus. Bei einem M-Klasse-Sauger ist es so, dass wir 99,9% hier drin haben müssen oder drin behalten müssen. Das ist also eine enorme Steigerung, die diese Geräte hier trotzdem zurückhalten. Bei einem H-Klasse-Sauger ist es so, dass 99,9995% hier im Sauger bleiben müssen. Also ihr seht, wie riesig die Steigerung ist, also wie rein die Luft ist, die aus diesem Sauger rauskommt. Hier ein kleiner Hinweis, weil ich sagte, ich will bei Bosch immer mal, übrigens, warum habe ich eigentlich die Bosch genommen und nicht andere Sauger? Hat gar keinen Hintergrund, dass ich hier irgendeine Marke bevorzugen möchte. Einfach aus folgendem Grund. Ich hatte diese beiden hier in der Werkstatt und habe mir deswegen ein H noch dazu geholt. Das war für mich die kostengünstigste Variante. Falls ihr Bosch habt, hier ein interessanter Hinweis. Bosch macht es folgendermaßen. Ich hatte eben gesagt, hier 99%, 99,5%, 99,9995%. Bosch macht es aber so, dass wir hier bei dem Gas 35 LSFC, den wir hier haben, trotzdem einen Filter einsetzen mit 99,9%. Das heißt, die Filterleistung des L und des M ist erstmal dasselbe. Aber das sind nicht dieselben Sauger. Wir kommen gleich noch dazu, warum sich das stark unterscheidet. Jetzt schauen wir uns aber mal an, was saugen wir eigentlich mit welchem Sauger? Was darf ich jetzt eigentlich mit welchem Sauger saugen? Und bevor wir dazu genau kommen, ist die Frage, du musst unterscheiden zwischen privat und gewerblich. Im privaten Bereich kannst du theoretisch machen, was immer du willst. Du kannst den krebserregendsten Dreck mit deinem Hausstaubsauger absaugen, wo hinten gefühlt noch 10% wieder rauskommen. Du kannst aber das Ganze betrieblich oder gewerblich eben nicht machen. Gewerblich gibt es Vorschriften. Und die Klassen, die ich jetzt hier gleich sage, oder das, was man damit macht, gilt fürs Gewerbe. Du solltest dich aber privat eigentlich genauso daran halten, weil es für dich, für deine Gesundheit natürlich gedacht ist. Weil wenn es im Gewerbe gedacht ist, warum solltest du zu Hause dagegen widersprechen? Also oder nicht danach handeln, oder? Kommen wir hier zur Klasse L. Was darfst du damit im gewerblichen Bereich saugen? Hausstaub, Sand, Kalk, Gips und Pollen. Das war's eigentlich auch schon. Theoretisch, darüber kann man sich streiten, auch grobe Holzspäne von weichem Holz. Aber wenn du grobe Holzspäne produzierst, entstehen dabei auch kleinere Holzspäne bzw. Holzstaub. Und dann sind wir schon wieder bei einem M-Sauger. M ist vor allem dafür Zement, Beton, Spachtel, Fliesenkleber, für Holzstaub, vor allem für Schleifstaub. Auch bei weichem Holz, für Hartholz, für eigentlich alles, was mit Hartholz zu tun hat und so weiter und so fort. Du siehst also, gerade bei den Sachen, die viele von uns zu Hause auch machen, sollte man auf das Thema M oder die Filterleistung von einem M großen Wert legen. Und übrigens, am Ende werde ich nochmal dir auch einen Tipp geben als DIYer, was du dir kaufen solltest. Weil das ist gar nicht so einfach. Da gibt es nicht auch pauschal, du musst immer ein M kaufen und du kannst immer ein L kaufen. H wirst du wahrscheinlich nicht brauchen, kommen wir gleich noch dazu. Aber wie gesagt, am Ende gebe ich dir dazu noch entsprechende Tipps. Weil es so wichtig ist, habe ich die wichtigsten Dinge hier aufgeschrieben, was du mit einem H-Sauger entsprechend saugen musst. Und zwar krebserregende Stäube oder mit krebserregendem Stäube versetzte Stäube. Ja? Und zwar ist das Ganze Keime, Bakterien, Blei, Schimmel, ja? Glasfaser, Mineralfaser und ähnliche Dinge. So, wenn du jetzt das betrachtest, ist es so, Blei
hat man nicht so oft, aber Schimmel, Keime, Bakterien, Glasfaser, Mineralfaser, das ist schon ein H-Klasse-Sauger. Das ist ganz interessant. Und hier ein wichtiger Hinweis, jetzt hier beim Bosch Gas 35H ist es so, hiermit darfst du kein Asbest saugen. Das ist ganz wichtig. Solltest du mit Asbest zu tun haben müssen, ruf eine Fachfirma. Also das ist mein Tipp. Hol eine Fachfirma, die kümmert sich darum, mach es nicht selbst. Im Zweifel machst du es falsch. Aber nur als Hinweis, dieser Sauger ist nicht zertifiziert für das Saugen von Asbest. Wenn du damit zu tun hast, dann gibt es Spezialsauger oder musst du wirklich genau den richtigen Sauger für Asbest nehmen. Mal kurz zusammengefasst, damit du es wirklich richtig verstehst. Für die ganz einfachen Sachen. Eigentlich ist ein L-Klasse Sauger gedacht für normalen Staub. Also für viel mehr ist das hier auch eigentlich gar nicht gedacht. Nach Zertifizierung, ja nochmal wichtig, am Ende kommen wir nochmal zu einigen Tipps und Tricks. Bei M ist so der Klassiker, das ist so der Standard. Das, was du so nimmst, wenn du normale Stäube, was heißt normale, beziehungsweise auch von Hartholzstaub saugst. Und übrigens vielleicht auch mal von mir persönlich. Ich habe in der Vergangenheit mit ganz einfachen Staubsaugern oder einfachen Saugern gearbeitet und habe durchaus auch Hartholz hier bearbeitet. Und nach einem Arbeitstag merke ich das schon auf der Lunge. Also man merkt das schon, dass man sagt, boah, Mann, das ist aber nicht so schön. Ja? Seitdem ich einen M-Sauger nutze, also anders, sondern seitdem ich einen Sauger nutze mit einem sehr hohen Filtrationsgrad, weil ich durchaus verschiedene nutze, aber alle hier eigentlich für dasselbe stehen, ist ein sehr hoher Filtrationsgrad, merke ich das nicht mehr so auf der Lunge. Habe ich nicht mehr dieses Gefühl nach einem Tag, wo ich hier zum Beispiel Eiche oder Buche bearbeitet habe. Ja? Insofern kann ich euch nur raten, auch als DIY, nehmt einen Sauger mit einem hohen Filtrationsgrad. Und H nehmt ihr, wenn ihr wirklich krebserregende Stoffe nutzt. Ja? Und selbst Viren und Bakterien, natürlich klar, jetzt sagt ihr, wie oft muss ich Viren und Bakterien saugen? Aber zum Beispiel beim Thema Schimmel seid ihr da schon eher mal in dem Bereich. Habt ihr eine verschimmelte Wand, eine verschimmelte Ecke, versucht das irgendwie sauber zu machen oder habt ihr eine größere Stelle, schleift das vielleicht noch ab und so weiter und so fort. Das kann sofort in die Lunge gehen und das kann wirklich ernsthafte Konsequenzen haben. Das ist die Frage, wann kann man eigentlich im gewerblichen Bereich einen L-Sauger überhaupt einsetzen? Im Grunde bin ich der Meinung, eigentlich fast nie. Man bekommt auch nach meinem Wissen auch nur M oder L von der BG Bau bezuschusst. Insofern, das sagt ja auch schon einiges aus. Aber nach meinem Wissen steht in der Richtlinie drin, sobald du auf einer Baustelle bist, brauchst du mindestens einen M-Sauger. Aber wie sinnvoll das ist, ist nochmal eine andere Sache. Aber erst einmal, sobald du von der Baustelle bist, musst du damit saugen. Auch wenn du, naja, aber eigentlich bist du als Gewerbetreibender, wann hast du keine Baustelle? Also in dem Moment, wenn du ein Loch in eine Wand bohrst, ist es doch eigentlich auch schon eine Baustelle, oder? Schreibt mal unten in die Kommentare, ob ihr das auch so seht. Aber das heißt, im gewerblichen Bereich wird es eigentlich so sein, dass du immer bei mindestens einem M-Sauger bist. Ja? H, kommen wir gleich nochmal dazu. Jetzt schauen wir uns mal erstmal die Sauger von außen an. Zum Thema Filterbeutel und Filter an sich kommen wir danach. Aber jetzt erst einmal schauen wir uns mal an, was muss so ein Sauger eigentlich können, beziehungsweise welche Funktionen haben die Sauger denn noch? Ein L-Sauger braucht eigentlich keinerlei Funktion. Der muss gar nichts können, wenn wir ganz ehrlich sind. Also nach der Definition ist es so, dass ein L-Sauger erstmal die 99% einhalten muss und das war's. Ja? Die meisten L-Sauger wie der hier haben aber eine sogenannte Abklopffunktion. Es gibt die Abklopffunktion, die man von Hand bedienen muss, wie bei diesem Sauger. Oder es gibt auch eine automatische. Das ist der Unterschied zwischen SFC hier und AFC. Das hier ist ein SFC, hier muss ich es von Hand machen. Ich zeige euch das auch mal. Und zwar ist es so, wir können es erstmal mal so provozieren. Ihr hört das gleich, dass es hier klopft. Und dabei, hier hinten ist ein Filter drin. Ich zeige euch das mal. Mal zur Sicherheit einmal hier. Ist ein Filter drin und dieser Filter, den wir jetzt hier sehen, ja, der wird gereinigt. Ja. Nicht wundern, dass es hier oben dreckig ist, das war ich mit meinen Händen. Der wird wirklich abgeklopft und gereinigt.
durch dieses Abklopfen, beziehungsweise hier wird bei Bosch ist es so, dass der Druck umgekehrt wird. Hier wird eine Klappe geöffnet und dadurch entsteht ein Druck von oben auf den Filter und dadurch wird dann der Dreck nach unten gebracht. Und dadurch ist der Filter entsprechend immer sauber, um entsprechend noch genügend Luft anzusaugen. So, aber ich zeige euch das jetzt mal, überhaupt wie es sich anhört. Ich mache mal an. Also ihr habt dieses Schlagen gehört oder dieses Druckumkehren. Ganz interessant finde ich hier bei dem Gerät, dass ihr hier Folgendes machen könnt. Wenn ihr merkt, dass die Filterleistung nachlässt, dann ist es so, dass ihr hier, falls ihr nicht wusstet, wozu das da ist, dass ihr hier über diesen Knopf das machen könnt, was ich hier gemacht habe. Und zwar könnt ihr das schließen und dadurch das Abklopfen hier entsprechend provozieren. So, ihr seht oder ihr hört jetzt, was da passiert. Das heißt, dass ihr mit dem einfachen Sauger, so wie er hier ist, mit dem SFC, mit dem manuellen Reinigen, habt ihr trotzdem eine Reinigung des Filters, aber ihr habt keine Überwachung. Und das ist nämlich genau der Punkt. Ihr braucht bei einem L keine Überwachung. Übrigens in der Regel ist es so, dass ihr bei solchen Saugern wie hier bei Bosch, ihr habt hier keine andere Einstellmöglichkeit. Ja? Ihr könnt hier entsprechend dann einen Staubsauger, nein, ihr könnt hier das Gerät reinstecken, könnt es hier auf Automatik stellen und wenn dann hier Strom genommen wird, dann habt ihr hier entsprechend, dann wird der Sauger eingeschaltet. Wenn ihr Strom ausschaltet, dann ist es so, dass er leicht nachläuft und dann entsprechend auch hier den Sauger ausschaltet. Übrigens hier der Hinweis, das steht hier nicht umsonst da. Ja? Also 2200 Watt, mehr sollte man hier auch nicht reinstecken. Übrigens noch ein Hinweis, hier an dem Sauger kann man die Saugleistung nicht justieren. Das heißt, dass er auch mal etwas mehr oder weniger saugen kann man hier nicht. Jetzt gucken wir uns mal den M an. Übrigens solltet ihr einen GAS 35L haben, da habt ihr ja keine Saugkraftregulierung. Das könnt ihr trotzdem theoretisch hier aber machen. Und zwar hier ist es so, dass ihr das Ganze hier entsprechend schließen könnt. So saugt ihr mit voller Kraft und könnt hier entsprechend etwas Seitenluft ziehen lassen und dadurch reduziert ihr auch die Saugleistung hier vorne. Kommen wir jetzt zur M-Klasse und was muss die M-Klasse eigentlich nach Zertifizierung haben, um sich entsprechend M-Klasse, hier steht es ja auch drauf, M-Klasse, nennen zu können. Nummer 1 natürlich 99,9% hier beim Filter, aber jetzt wird es halt schon etwas umfangreicher. Und zwar ist es so, dass wir hier, wo haben wir es? Hier haben wir, da steht es AFC, die Automatic Filter Clean System, was wir hier haben. Das können wir übrigens, aus- und auch einstellen. Ja, da kommen wir gleich nochmal dazu. Aber wir haben hier eine automatische Filterreinigung, beziehungsweise Filter, ein automatisches Klopfen, sage ich jetzt einfach mal. Und ganz wichtig ist Folgendes. Dieses automatische Abklopfen des Filters ist kein Muss bei einem M. Das muss nicht sein, aber logischerweise ist es so, dass du es dann doch brauchst, weil wir haben die 99,9%. Das Zweite, was zwingend Voraussetzung ist, dass hier der Luftstrom, der hier durch den Schlauch, der Luftstrom, der hier durch den Schlauch durchgeht, wird gemessen. Wenn der Luftstrom, der hier durchgeht, unter 20 Meter in der Sekunde fällt, dann fängt er an zu piepen. Das zeige ich dir mal schnell. Moment. So. Du hast gerade dieses Piepen gehört. Ja? Das heißt, es muss dir signalisiert werden, wenn dieser Luftstrom nicht mehr garantiert wird. Das heißt, dass du, wenn du etwas absaugst, könnte es ja sein, dass die Saugkraft so schlecht ist, dass du vielleicht noch irgendwo schleifst oder irgendwas bohrst oder so und dabei aber der Dreck überall hingeht, aber nicht mehr eingesaugt wird. Und damit du das mitbekommst, gibt es eben diesen Warnton, den das Gerät von sich geben muss, wenn das entsprechend so gemessen wird. Also wenn das unter diese 20 Meter fällt. Dann macht er entsprechend den Ton.
Damit jetzt aber der Filter möglichst lange, also dieser Feinfilter, den ich hier eben schon gezeigt habe, damit er möglichst lange wirklich, ich sag mal, frisch bleibt, beziehungsweise diese Luft transportieren kann, wird er regelmäßig abgeklopft. Genau dafür ist das Ganze da. Also theoretisch können Sie das Abklopfen auch weglassen, aber im Zweifel, wenn du gerade Feinstäube dann saugst, dann ist er voll und dann musst du andauernd etwas tun. Ja, oder müsstest andauernd auch den Filter wechseln. Dazu ist es eben nicht gedacht. Und genau deswegen klopfen sie auch. Eine Eigenschaft, die du auch hast bei M-Klasse-Saugern, ist das Thema Antistatik. Erkennst du hier bei Bosch übrigens hier an diesem blauen Schlauch. Übrigens gibt es eine Besonderheit hier an dem Schlauch. Und zwar habe ich mal durch Zufall selber, also bei mir ist Folgendes passiert. Bei meinem Festool-Sauger, bei dem, den ich vorhin gesehen habe, ist mir der Schlauch kaputt gegangen. Weil ich habe ihn etwas zu sehr misshandelt. Und versehentlich ist mir einmal das hier passiert. Oh, und dann habe ich gedacht, also jetzt nicht so, aber, also ich habe es jetzt nicht so provoziert, aber so ähnlich sah er dann aus. Und dann habe ich gedacht, oh, jetzt ist er kaputt. Nö. Schaut mal hier, also er ist wirklich in einem perfekten Zustand. Ich finde es echt erstaunlich. Man muss sagen, wenn ihr diesen Schlauch nachkaufen müsst, der ist wirklich unfassbar teuer. Übrigens, apropos teuer und Preise, alle Geräte, die wir hier haben, um auch mal für euch einen Unterschied zu haben zwischen M, L und H und normale Sauger, ich finde das alles auch unten in der Videobeschreibung. Da gibt es auch Akkusauger von Dewalt und so weiter in der M-Klasse, was ich ganz interessant finde. Auch hier von Metabo gibt es ja inzwischen schon eine Akkuvariante. Aber sei es drum. Guckt da gerne mal vorbei. Hier wollte ich nur sagen, echt interessant, aber so ein Schlauch einzeln kostet auch entsprechend ein paar Euro. Jetzt haben wir das Thema Antistatik. Das heißt, diese Geräte leiten entsprechend von hier, also wenn hier irgendwo Ströme entstehen, dann wird es die ganze abgeleitet durch den Schlauch, entlang, hier in das Gerät. Und jetzt wird es wichtig, das ist ganz wichtig. Das ist etwas, was eigentlich alle Geräte, die keinen Akku haben, bei Akkugeräten wird es nochmal anders gemacht, aber die keinen Akku haben, es ist so, wie hier, ich nehme das hier mal runter. Schaut mal hier, das hier ist ganz wichtig, dieser Metallpunkt. Ja? Und zwar geht das hier durch und wird hier aufgenommen, hier innen drin, wird dann hier hoch abgeleitet und im Gerät hast du dann hier einen Punkt, wo es aufgenommen wird. Hier, an der Stelle. Hier wird es aufgenommen und dann wird es entsprechend hier über das Kabel abgeleitet. Das hat eine M-Klasse. Und jetzt will ich dir mal was zeigen. Das ist ganz interessant. Und zwar, hier haben wir unseren L-Sauger. Der L-Sauger kommt ohne Antistatikschlauch, also ohne diesen Schlauch. Aber, was wir hier sehen, er hat trotzdem diesen Metallstift. Hier oben auch, ja, das ist vorgerüstet. Das heißt, du kannst in dem Fall zum Beispiel, kannst du hier auch die Antistatikfunktion nachrüsten an einem L-Klasse-Sauger. Das heißt, du kannst einfach diesen Schlauch hier kaufen. Moment, ich zeige dir das mal. Das Ganze passt natürlich auch hier ran. So. Und schon hast du hier die Möglichkeit des Antistatik. Ja? Das heißt, ihr habt einen L-Sauger, einen L-Klasse-Sauger mit einer Antistatikfunktion. Das macht ihn nicht zu einem M-Klasse-Sauger. Nochmal ganz wichtig, auch selbst hier bei diesem Gerät hat Bosch ja, wie vorhin schon erwähnt, immer einen 99,9%igen Filter drin. Also einen Filter hier drin, der 99,9% Filter also rausfiltert. Ergo, das ist ja schon ein Filter der M-Klasse, könnte man jetzt so sehen. Und jetzt habe ich ja auch die Antistatikfunktion der M-Klasse. Dadurch wird das hier nicht zu einem, also von der BG akzeptiertem M-Klasse-Sauger, weil er diesen Ton nicht macht. Das heißt, er überwacht nicht die Menge an Luft, die durchgeht. Dadurch funktioniert das Ganze nicht. Mein Tipp von mir wäre aber, wenn du selbst sagst, okay, ich möchte erstmal einen sehr guten Sauger haben, dann ist es so, dass du mit vielen Saugern dieser Klasse hier bekommst du schon 99,9%. Achte mal da drauf und schau dir wirklich die Hersteller an. Das machen einige. Zum Beispiel bei Dewalt gibt es Sauger, die haben auch schon als L-Sauger 99,9, teilweise sogar mehr bei einigen anderen Herstellern. Das heißt, du bekommst schon mal eine sehr hohe Filterleistung. Wenn du zusätzlich sagst,
naja, ich sauge nicht so viel damit und ich klopfe auch regelmäßig selber ab über den Knopf hier vorne, den ich dir gezeigt habe, dann ist es so, dass du das Ganze durchaus auch im Privaten hier schon betreiben kannst und hast hier eine recht hohe Filterleistung und kommst hiermit schon relativ weit. Betrieblich keine Chance, ist der hier nicht zugelassen. Auch nicht mit Antistatikschlauch. Kommen wir jetzt wieder zu unserem M-Klasse-Sauger, GAS 35 MAFC. Hier ist es so, dass der findige Zuschauer sicherlich eine Sache erkannt hat. Und zwar haben wir hier zwei Regler mehr. Und zwar hier können wir die Saugkraft regeln. Vielleicht, ich denke, das hört man auch. Zumindest geringfügig hört man das. Also hier kann man das Ganze runterregeln und raus wieder hochregeln. Und hier kann man den Schlauchdurchmesser einstellen. Ja, von 15 auf 20 und 35 mm. Kurz erklärt, wozu braucht man diese beiden Regler? Nummer 1, die Saugkraft. Jetzt würde man ja eigentlich sagen, immer Maximum. Im Grunde hast du da auch völlig recht. Aber auch ich merke bei manchen Eigenschaften oder bei manchen Geräten, wie zum Beispiel bei einem 150er Exzenterschleifer, ist mir die maximale Saugkraft dieses Gerätes wirklich zu stark. Da stelle ich es etwas runter oder stelle es entsprechend hier an der Düse hier auch durchaus an, was ich hier auch einstellen kann. Sodass das Gerät sich nicht festsaugt am Material. Bei Exzenterschleifern passiert das ganz gerne, dann wird das schwerer. Deswegen ist das hier durchaus auch eine Möglichkeit. Was für einen Hintergrund hat aber eigentlich dieser Knopf? Was macht der denn hier eigentlich? Das ist ganz interessant. Fast gar nichts. Man könnte jetzt ja sagen, das ist ja dafür da, um kleinere Schlauchdurchmesser hier auch an dem Gerät zu betreiben. Das heißt meinetwegen ein 15 mm Schlauch. Durch diesen Knopf ändert sich aber nicht die Saugleistung oder wie er saugt oder ob er jetzt schneller, langsamer, höher, breiter, tiefer saugt. Das macht er alles gar nicht. Sondern was du hier machst, ist, du änderst den Messpunkt für diese 20 Meter. Das ist einfach nur, der Sauger ist ja dafür da, dich zu warnen, wenn zu wenig gesaugt wird, beziehungsweise wenn die Luft zu wenig wird. Es ist so, dass du aber bei einem kleineren Durchmesser das Luftvolumen auch geringer ist. Das heißt, wenn du den jetzt hier nimmst und zum Beispiel auf 15 stellst, dann muss er, und einen kleineren Schlauch hast, dann muss er auch viel später piepen, weil das Volumen der Luft geringer ist. Ja, dafür ist das Ganze da. Weiter geht's mit dem H-Klasse Sauger. Nochmal wiederholt, wir haben hier einen Filtrationsgrad von 99,9995%, die hier gefiltert werden müssen. Und übrigens diese 99,9 oder was auch immer Prozent, das kommt immer vom Feinfilter. Zum Feinfilter dieser 3 Geräte kommen wir gleich nochmal genauer, da muss ich noch einiges dran erklären, weil da gibt es viele Dinge, die auch wirklich hart falsch gemacht werden. Und da möchte ich euch nochmal das Ganze im Detail halt näher bringen. Jetzt gucken wir uns aber erstmal den Sauger hier an sich an und machen es mal ganz schnell. Wir haben hier wieder Anti-Statik an Bord. Das heißt, das Thema ist da. Wir haben hier wieder genau denselben Knopf an der Stelle. Wir können also die Leistung einstellen. Wir können hier den Schlauchdurchmesser oder das Messen des Schlauchdurchmessers einstellen. Wir haben hier auch die automatische Steckdose. Wir haben hier den Automatikanlauf. Wir haben hier den Start und so weiter und so fort. Jetzt könnte man sagen, was ist das denn hier? Das ist doch genau dasselbe. Nein, ist es nicht. Weil Nummer 1, man hat hier entsprechend den anderen Filter drin. Wollen wir uns den mal angucken? Wir gucken uns den nochmal an. Sekunde. Wir gucken uns den Filter mal an. So, wir haben jetzt hinten den Filter. Jetzt gucken wir uns den mal an. Ja, genau das ist der Witz daran. Du kommst da nicht einfach ran. Zur H-Spezifikation gehört, dass du nicht an den Filter werkzeuglos rankommen darfst. Das ist eine weitere Sache, die bei H dazukommt. Deswegen ist es hier so, dass du hier diese Schraube brauchst, oder den Schraubendreher brauchst, um das entsprechend hier zu lösen. Dann kann das hier runtergezogen werden und dann kommen wir hier auch entsprechend an den Filter ran. Warum ist das eigentlich so? Relativ simpel, damit eine unbedarfte Person, die überhaupt nicht weiß, wie sie damit umgeht, einfach so an den Filter rangehen kann.
Ja, das ist eigentlich alles. Wenn ihr euch jetzt hier mal den Haar wirklich vorstellt, da ist richtig viel Dreck unten drin, beziehungsweise da ist krebserregende Stoffe drin, dann möchte man nicht, dass man einfach so da rankommt. Kommen wir zu letztem, was einen Haarklasse-Sauger wie den hier ausmacht. Und zwar ist es das nahezu staubfreie bzw. sehr stark staubarme Entsorgen des Filterbeutels. Und Filterbeutel sind sowieso so eine Sache. Ich würde hier jetzt noch mal kurz dir zwei verschiedene Dinge und Philosophien zeigen, beziehungsweise, wir machen es anders, wir nehmen erstmal M oder L und dann kommen wir zum H und dann wird es sowieso ganz verrückt. Aber fangen wir mal von vorne an. Das hier steht jetzt erstmal für L oder M, wo du nichts Besonderes beachten musst. Da ist es so, du hast eine ganz normale Filtertüte und kannst einfach Folgendes machen. Du nimmst das Ganze hier einfach ab. Moment, ist ein bisschen stramm hier drauf. So, eine volle Filtertüte. Achtest darauf, dass hier kein Gegendruck entsteht. Du kannst das hier vorziehen, um es auch nochmal zu schließen. Dann nimmst du das Ganze raus. So, und dann kannst du es entsorgen. Wundere dich nicht, hier ist ein bisschen Dreck drin vom letzten Mal, weil ich habe etwas getestet. Jetzt wird es ganz interessant. Und zwar folgendermaßen. Grundsätzlich hast du 3 verschiedene Möglichkeiten, diese Sauger zu betreiben. Keinen H, aber also M und L kannst du auf verschiedene Weisen betreiben. Allgemein solche Sauger. Nummer 1. Du kannst einen sogenannten Entsorgungssack nehmen. Das sind diese schwarzen Säcke, die bei den Saugern mitgeliefert werden. Ich habe leider jetzt gerade keinen hier. Das ist echt schade, weil es ist folgendermaßen. Im Grunde ist es eigentlich nur eine große schwarze Mülltüte. Ja? Die nimmst du, die aber original hier dazugehört, die nimmst du, tust die hier rein, dann wickelst du die hier oben drüber, überall, wickelst die hier drüber. Wichtig ist Folgendes, wenn du es hier drüber gewickelt hast und möchtest die Antistatikfunktion benutzen, dann musst du hier das eindrücken, also hier das Ganze auch hier oben drüber nehmen. Also normalerweise ist es sonst verdeckt, sonst hast du keine Antistatikfunktion mehr. So, hast jetzt hier also diesen, ich sag mal, Müllbeutel hier drin. Dann nimmst du das hier drauf. So, ja, tu jetzt mal nur so. Und dann passiert Folgendes, du saugst. Dann wird der Dreck eingesaugt, geht hier rein und sammelt sich im Müllbeutel. Jein, weil er geht dann entsprechend hier hoch und dann geht er, schaut mal hier, ihr seht das hier auch, geht dann hier in den Filter. Da in den Filter rein. Und das ist ein Problem. Wenn du einfach nur diesen Sack benutzt, dann wird dein Filter ganz schnell sich zusetzen und dann kannst du auch am Ende irgendwann klopfen, so viel wie du möchtest. Du musst dann einen neuen Filter kaufen. Das passiert leider relativ schnell und diese Filter können relativ preisintensiv sein. Die verschiedenen Filter für Bosch Gas 35, die verlinke ich dir nochmal hier unten drunter. Zum Preis komme ich auch gleich nochmal, aber nur, dass du es weißt, die sind auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. So, jetzt hast du also diesen Müllsack, ich sag's mal, diesen schwarzen Sack. Und jetzt ist dein Filter meinetwegen erstmal egal, dann nimmst du das Ganze raus und dann hast du jetzt hier einfach einen großen Haufen Späne. Dann kannst du den Sack hier wieder rausnehmen und dann irgendwo hin wegschmeißen. Das ist natürlich ein Plastesack, den du entsprechend dann entsorgen musst. So. Möglichkeit Nummer 1. Würde ich dir auf keinen Fall empfehlen. Also ich persönlich würde es dir wirklich nicht empfehlen, weil du ein Problem mit deinem Hauptfilter hast, also mit dem Filter, der den Filtrationsgrad macht. Und irgendwann lässt natürlich auch deine Leistung nach, weil je voller dieser Filter gesaugt wird, je voller dieser Filter ist, umso größer ist der Gegendruck und umso geringer wird deine Saugleistung ausfallen. Und dementsprechend solltest du immer darauf achten, dass der Filter möglichst sauber ist. Dafür ist ja diese Klopffunktion. Aber der kann am Ende hier klopfen, wie er will, wenn das hier so stark verdreckt ist. Jetzt gibt es noch eine zweite Möglichkeit natürlich, ganz einfach. Das habe ich hier nämlich ausprobiert, deswegen sieht es auch so aus, wie es hier aussieht. Ich habe einfach mal gesagt, ich habe auch keinen Filtersack mehr, ich habe gar nichts, ich möchte es einfach mal machen. Dann habe ich ja den maximalen Platz hier und ich muss nichts beachten, ist doch super. Ja? Und habe hier einfach ganz normal, das Material, was ich hier habe, ist übrigens Kiefer. Ich habe hier Kiefer mit gesägt und wollte einfach wissen, wie lange dauert es, bis ich keine Saugleistung mehr habe. Das mal ausprobiert. Einfach nur für mich, unabhängig jetzt von dem Video, weil ich es wissen wollte. Und es war so, als das Ganze hier etwa halb voll war, auf der Höhe,
hätte er so viel mehr Platz gehabt, ist die Saugleistung so stark zusammengebrochen, dass er kaum noch abgesaugt hat, weil so viel Feinstaub hier hinten im Filter drin war. Sodass das nichts bringt. Wenn ihr sehr groben Dreck saugen möchtet, wie zum Beispiel, gute Frage, sowas wie Hobelspäne. Wobei an einem Hobel macht das auch nicht so richtig Sinn. Aber ich sage einfach, wenn ihr groben Dreck habt, dann könnt ihr das durchaus so machen, aber es ist nicht gut für den Filter. So, dritte Möglichkeit und die Möglichkeit, die ich euch immer empfehlen würde, ist, nutzt einen Filterbeutel. Ganz normal das, was wir eben hatten. Nutzt den Filterbeutel, den hier nochmal der volle Filterbeutel. Nutzt immer einen Filterbeutel, weil dann habt ihr entsprechend wesentlich länger Spaß an der ganzen Sache. Erstens bleibt der Sauger sauber. Zweitens erhaltet ihr eigentlich eure Saugleistung relativ lang und vor allem euer Hauptfilter hier, der Feinfilter, der wird dabei geschont. Und das ist auch relativ einfach, ja. Ich würde es einfach nehmen, hier entsprechend hier reinfalten, dann hier drüber und hier, schaut mal hier, es muss über diesen Punkt hinaus, ja. Also nicht einfach nur so drauf, dann kann es hier auch schwend runter, sondern wirklich komplett rüber. So, das war's. Hier ein bisschen nach ausbreiten und los geht's. Das war's. Aber das war für M und für L. Bei H sieht das ganz anders aus. Aber dazu gehört etwas mehr Vorbereitung. Tada! Ja, so muss das Ganze aussehen für einen H-Klasse-Sauger. Wir haben hier einen Einweganzug für gefährliche Stoffe und eine FFP2-Maske, die entsprechend auch richtig sitzen muss. Ich nehme jetzt mal die Maske ab, damit ihr mich besser versteht. Sekunde. So wie ich hier eben gerade gestanden habe, so musst du eigentlich wirklich unterwegs sein, wenn du hier den Filter, also den Filter an sich, den Hauptfilter wechselst oder die Filtertüte. Ich sagst du, was soll das denn? Ja, aber überlege jetzt mal, wenn du mit wirklich krebserregenden Stoffen unterwegs bist, dann musst du das sowieso tragen. Also du musst sowieso so unterwegs sein, wenn du solche Stoffe bearbeitest bzw. solche Stoffe saugst. Also hast du es an. Auch wenn das für dich jetzt erstmal merkwürdig aussieht, weil du es jetzt nicht jeden Tag benutzt. Aber das ist ganz normal und genau diesen Vollanzug bzw. auch die Maske, gerade auch die Maske, solltest du oder musst du benutzen, wenn du die Tüte wechselst und wenn du hier den Filter wechselst. Also das ist halt so. Jetzt aber, hatte ich ja vorhin gesagt, beim H-Klasse-Sauger muss die Filtertüte nahezu staubfrei entfernt werden können. Und ich zeige dir jetzt mal, was das bedeutet. Also nochmal als Hinweis, ich habe das Ganze jetzt hier abgelegt oder leicht abgelegt, einfach damit es hier nicht am Ton raschelt für euch, aber eigentlich müsstet ihr, wie gesagt, das dabei anhaben. So, jetzt gucken wir uns mal die Filtertüte erstmal an, beziehungsweise jetzt denkt ihr erstmal, das ist ein Filtersack, das ist nur ein Sack. Nee. Das hier ist eigentlich eine Filtertüte. Schaut mal hier. Hier habt ihr, da ist die Filtertüte. Moment. So, und die ist hier entsprechend drin. Ich zeige euch das nochmal. Und zwar, wie man das hier einsetzt. Das ist ganz verrückt, ja, aber sehr durchdacht eigentlich. So, erst einmal. So, und jetzt machen wir Folgendes. Wir nehmen jetzt erst einmal das Ganze und tun das hier rein. So. Und letztendlich ist der Filter, der Sack, von dem ich vorhin gesprochen habe, der Müllsack, das ist genau so dieses Material, sieht genauso aus, hat aber keine eingebaute Filtertüte. So, und jetzt haben wir hier, seht ihr hier die Filtertüte? Und die tun wir jetzt hier rüber. Ich mache es jetzt nur bis hier, nur damit ihr euch nicht wundert, damit es jetzt für euch leichter zu sehen ist oder einfach jetzt wieder auch zu entfernen ist. So, wichtig ist jetzt, wenn ich es einsetze, vorher immer das hier auch drauf machen, damit hier kein Dreck rauskommen kann. Also hier entsprechend sobald ihr in die Tüte rangeht, immer hier vorne zumachen, damit hier kein Dreck rauskommt. So, jetzt haben wir das Ganze hier aufgesetzt. Jetzt müssen wir das hier runter tun. So, dann achten wir darauf, dass wir hier das auch ordentlich machen. So, jetzt haben wir hier der Punkt, schaut mal hier.
So. Hier, jetzt haben wir Antistatik wieder. So setzt ihr das Ganze ein. Dann kommt natürlich jetzt der hier drauf. So. So. Und jetzt saugt ihr. Und jetzt kommt eben der Punkt, warum man auch diesen Anzug braucht. Jetzt gehen wir mal davon aus, ihr habt jetzt hier entsprechend gefährlichen Dreck eingesaugt. Jetzt müsst ihr Folgendes machen. Ihr nehmt dann den Sauger runter. So. Dann habt ihr jetzt hier eine volle Mülltüte. Dann macht ihr erstmal ganz vorsichtig Folgendes. Nehmt ihr das hier so hoch, langsam. So. Dann zieht ihr das so hier vor. Dann nehmt ihr das hier entsprechend runter. Dann habt ihr hier eine Lasche, um das entsprechend nach oben zu ziehen. So. Dann ist hier der Punkt schon mal zu. Dann geht ihr hier hoch. Verschließt das Ganze vorsichtig. So. Dann habt ihr hier schon mit dabei einen Kabelbinder, der ist hier mit dran. Dann geht ihr hier ran. Ich mache das jetzt auch mal wirklich. Geht hier rum. Schließt das Ganze mit dem Kabelbinder, damit kein Dreck mehr raus kann. So. Dann können wir es rausheben. So. Und jetzt haben wir hier noch einen Filter, damit wir hier auch Luft entweichen lassen können. So. Und jetzt damit wir das hier aber auch noch verschließen können, haben wir hier diesen Kleber. Wir können das Ganze hier abziehen. Machen das hier gerade und kleben das Ganze hier nochmal flächig auf. So. Und jetzt haben wir das Ganze hier und das können wir entsprechend entsorgen. Und das ist halt damit gemeint, bei einem H-Klasse-Sauger das Ganze wirklich nahezu staubfrei hier das Ganze rauszunehmen und zu entsorgen. Und ihr seht, bei H wird dann auch kein Spaß mehr gemacht. Deswegen hier die Sicherheitsmaßnahmen und so weiter und so fort. Ich will jetzt, natürlich, die meisten von euch werden gar keinen H-Klasse-Sauger brauchen und sind hier haben wir L, aber wir sind beim M ganz gut aufgehoben. Aber dass ihr seht, was man alles machen muss. Und das ist jetzt nicht Bosch-spezifisch, sondern auch bei anderen Herstellern wird es ähnlich gemacht, um entsprechend wirklich eure Gesundheit zu schonen. Weil darum geht es eigentlich nur. Es geht ja nicht um Normen. Es geht nicht darum, dass ihr irgendwas von außen irgendwie erfüllt. Am Ende des Tages geht es um deine Gesundheit und um deine Lunge. Kommen wir mal zum Thema Filter. Das wird eigentlich bei allen gleich gemacht. Beziehungsweise wir machen es mal andersrum. Wir tun jetzt mal so, als wenn das schon noch drin gewesen wäre. Das ist so. Und auch da, das ist bei allen Herstellern eigentlich gleich. Ihr müsst auf dieselben Dinge achten. Ihr macht das Ganze auf, dann könnt ihr das Ganze hier entsprechend entfernen. So. Und dann haben wir hier einen nagelneuen Filter. In dem Fall ist das hier ein PES-Filter. Ja. Und hier vielleicht nochmal zu den Filterpreisen. Ist ganz interessant. Und zwar gibt es den ganz einfachen Filter, den man hier einsetzen kann, der im L mitgeliefert wird. Das ist ein Zellulosefilter, der kostet so um die 25 Euro. Dann gibt es hier den PES-Filter. Ja, das ist ein Fließfilter, den wir jetzt hier haben. Der kostet um die 45 Euro. Dann gibt es noch den PTFE-Filter. Moment, ich gucke mal, ob das hier der richtige ist. Ja, Moment. Das hier ist hier steht, da ist ein PTFE-Filter. Und was ist an dem Filter jetzt anders? Der Filter, also speziell der hier, ich erkläre auch gleich, warum der so aussieht, der Filter hier kostet 95 bis 100 Euro, der hier. Es gibt aber auch einen PTFE-Filter, der das hier an der Seite nicht hat, der ist sogar noch teurer, der kostet so um die 150 Euro. Jetzt die Frage, welchen Filter sollte ich nehmen? Der hier, der PTFE-Filter hier, das ist der aus dem H. Das heißt, der hier hat die Filterleistung, steht leider nicht drauf, von 99,9995%. So, und aber der PTFE steht dafür, ich kann es euch leider nicht zeigen, aber das ist beschichtet. Und das ist so,
dass das hier, das ist der Standardfilter, der PES-Filter. Der hier ist nicht beschichtet. Das heißt, hier haben wir sagen wir so eine Art Teflon für den Filter drauf. Dadurch ist es so, wenn hier Dreck angesaugt wird und hier kommt von oben dieser Gegendruck, dieses Abrütteln, was hier passiert, dann fällt der Dreck wesentlich eher runter, also gleitet hier entsprechend ab. Das heißt, du solltest dir mal überlegen, ob du vielleicht für dich entscheidest, ich habe einen M- oder einen L-Sauger, also eine viel kleinere Klasse an Sauger, und ich kaufe trotzdem diesen Filter, weil er hält länger. Der also hält wirklich ewig, weil der Dreck immer wieder hier unten abgeleitet wird. Dafür ist das Ganze hier da. Deswegen ist auch diese Beschichtung hier drauf. Und ihr habt halt hier eine Filterleistung von 99,9995. Aber ihr müsst halt auch wesentlich mehr zahlen. Also 2 Filter von dem, das eine Filter von dem. Jetzt zum Thema Einsetzen. Schaut euch das hier mal an. Und zwar das hier, das müsst ihr sauber machen. Ja? Das hier muss alles ordentlich sauber sein. Ja? Ergo, hier darf kein Dreck mehr dazwischen sein. Und dann, ihr seht hier immer noch ein bisschen. Ja? Und dann könnt ihr das Ganze nehmen, hier einsetzen. Und wichtig ist, wenn ihr das einsetzt, dann wirklich gut andrücken. Ja, dass es wirklich bündig drin ist, schließen und fertig. Und dann habt ihr entsprechend den Filter hier drin. Jetzt ganz interessant ist Folgendes: Warum sieht der hier eigentlich so aus? Filtert er denn besser? Nee, filtert er nicht. Es gibt aber eine Sache, die leider sehr viele machen, und den Fehler, muss ich gestehen, habe ich auch gemacht. Und zwar, wie geht man mit so einem Filter um? Ich nehme jetzt, hier ist mein Alter, den nehme ich jetzt mal bewusst nicht, um das euch zu zeigen. Nee, doch, ich mache es mal ganz bewusst. Dann kann er nämlich auch weg. Ihr dürft mit diesen Filtern eine Sache nicht machen, und zwar das hier. Ihr dürft die Filter nicht biegen. In dem Moment, wenn ihr die biegt, ja, könnt ihr sie eigentlich nicht mehr nutzen, weil beim Biegen werden teilweise hier diese Fasern zerstört, also hier an der Stelle. Das kann hier auch richtig aufbrechen. Und in dem Moment, wo das so aussieht, beziehungsweise wenn ihr das so macht, ist der Filter eigentlich nicht mehr nutzbar. Hat er die Filterleistung nicht mehr. Also ihr dürft den Filter nicht biegen. Was ihr auch nicht machen dürft, ist den Filter ausblasen. In dem Moment, wenn ihr das in diese Richtung blast, dann blast ihr den Dreck in die Pore nochmal extra rein. Das bringt gar nichts. Das ist ja vielleicht optisch sauber, aber eigentlich nicht, sondern ihr habt den Dreck richtig reingedrückt. Wenn ihr von hier blast, ist es genau dasselbe. Wenn ihr von hier reinblast, dann könnt ihr die Struktur hier entsprechend verletzen. Also ihr dürft so einen Filter nicht ausblasen. Nein, full bäh. Also sowieso full bäh. So, nicht ausblasen. Was ihr auch nicht machen dürft, das ist Folgendes, dass ihr den nehmt und ausklopft. Ja, ich mache das bewusst nicht, weil er auch schon ein bisschen dreckig ist. Ihr dürft den nicht ausklopfen. Also den hier irgendwo nehmen und irgendwo hier so gegenhauen. Das dürft ihr nicht machen, um ihn entsprechend auszuklopfen, weil dann genau dasselbe passiert. Die Struktur geht kaputt und er hat die Filterleistung nicht mehr. Es gibt ja ein Video von Bosch, wo das Ganze ja auch erklärt wird. Das Video verlinke ich euch auch mal hier oben. Das finde ich ein sehr gutes Video. Da wird gesagt, es gibt einen kleinen Tipp, dass man sagen kann, okay, man nimmt das Ganze hier so aus 10 cm Höhe vielleicht und lässt das hier so runterfallen. Einmal, zweimal, dreimal und schaut mal hier. Ihr seht, hier ist auch entsprechend hier wirklich was bei rausgekommen. Das ist, man muss aber sagen, er ist jetzt auch wieder relativ sauber, aber jetzt, weil ich ihn gebogen habe, ist er jetzt eh Müll. Das ist aber der Grund, warum das hier bei dem PTFE-Filter für den Haarsauger hier geschlossen ist, weil du kannst es nicht mehr biegen. Es geht einfach nicht. Ja? Du kannst es nicht verwinden, nicht mehr biegen und so weiter. Finde ich eigentlich sehr, sehr sinnvoll, weil zumindest diese Fehlbedienung dann schon mal ausgeschlossen wird. Haben wir das Thema Filter jetzt endlich hinter uns. Also unterschätzt das Thema nicht und behandelt euren Filter gut. Ich möchte mal etwas zum Thema Antistatik sagen. Ich habe zum Thema Antistatik schon so viele Dinge gehört, auch so viele Fragen von euch. Der Sauger explodiert, die Welt alle müssen sterben. Natürlich nicht, aber worum geht es bei Antistatik? Und zwar geht es bei Antistatik, bei dem Ganzen hier, nicht darum, dass irgendwas hier im Sauger nicht passiert. Ich habe extra, weil ich dachte, jetzt will ich es wissen, ich habe 2 Hersteller angefragt
und habe gefragt, kann theoretisch, wenn du Antistatik nicht benutzt, in diesem Sauger aufgrund des nicht benutzten Antistatik, also kann aufgrund der statischen Entlagerung im Sauger, wenn du die Antistatik nicht hast, da drin ein Brand entstehen. Oder irgendwas anderes. Und das haben beide Hersteller ausgeschlossen. Also dass es eigentlich nicht passieren kann, dass da drin irgendwas passiert. Also nur mal für euch. Wofür ist Antistatik gut? Für 2 Dinge. Nummer 1, damit du keinen Schlag bekommst. Also du selber keinen Schlag bekommst. Das ist aber eigentlich auch unkritisch. Das kann nur theoretisch eine Gefahr sein, wenn du einen Herzschrittmacher hast. Die zweite Sache, warum Antistatik interessant ist, dass du keine Objekte beschädigst. Wenn du zum Beispiel im Bereich Elektronik arbeitest oder was ich früher gemacht habe, ich habe früher Großrechner repariert, also Server oder wie es immer heute jetzt gerade heißt, die Dinge repariert. Und wenn du da drin saugen musst oder da in der Nähe saugen musst, könnte natürlich sein, dass hier ein Funke überspringt und dann dementsprechend die Elektronik kaputt macht. Und dafür braucht man auch das Thema Antistatik. Also das ist der Hintergrund, warum man sowas benutzt. Mir sind gerade noch 2 Sachen aufgefallen, die ich bis jetzt vergessen habe zu erwähnen. Nummer 1 beim Thema Filterbeutel gibt es noch eine 4. Variante. Und so habe ich ja vorhin gesagt 1, 2, 3. Und Nummer 4, es gibt auch so eine Zellulose-Filterbeutel. So diese klassischen, was man eigentlich aus dem Staubsauger kennt, die so aus Papier, Zellulosefasern sind, die kann man auch hier einsetzen. Also nicht im H, aber zumindest in einem L. Ich persönlich mag die überhaupt nicht, denn wenn ihr mit denen arbeitet, müsst ihr auf jeden Fall die Abklopffunktion deaktivieren, weil durch den Über- und Unterdruck diese Tüten eine starke Tendenz dazu haben zu reißen. Ja? Ihr habt ja vorhin hier beim L und beim H, habe ich es euch ja gezeigt, beim M ja schon gezeigt, dass sie sich wirklich aufpumpen dabei bei dieser Klopffunktion. Und da ist diese Filtertüte ist einfach zu schwach und reißt. Es wird übrigens auch empfohlen bei den Filtersäcken, die ich hier habe, oder bei diesen weißen Filtersäcken, die ich hier drin habe, das da eigentlich auch auszumachen. Das ist verrückt, oder? Habe aber noch nie damit Probleme gehabt. Ja, und im Zweifel sollten sie doch mal kaputt gehen, dafür haben wir ja den Feinfilter. Was ich übrigens noch vergessen habe, euch zu sagen, ist, hier kann man übrigens eine L-Box draufklicken. Ja? Aber immer, es ist erlaubt, ist es nur mit einer L-Box bis 15 Kilo. Das nur mal als Hinweis, dass man hier auch eine L-Box drauf tun kann. Und da gibt es übrigens was ganz Besonderes. Das ist nochmal ganz wichtig, das fällt mir jetzt gerade ein. Und zwar was wirklich Geniales. Und zwar gibt es für eine L-Box eine Einlage, wo alles Zubehör drin ist. Das heißt, hier hinten die ganzen Anschlüsse für den Boden, für die Bodendüse und so weiter und so fort. Das kann man alles in eine L-Box reintun. Finde ich eine ganz tolle Sache. So, jetzt kommen wir zum Ende. Vielleicht noch ein Tipp erstmal von mir oder erstmal eine grundsätzliche Aussage. Nehmt das Thema Staubsaugen wirklich ernst für euch. Und sehr, sehr viele von euch werden das bis jetzt genauso betrachtet haben, denn die überwiegende Anzahl der Zuschauer hier auf dem Kanal sind Privatmenschen. Und die werden oft denselben Fehler machen wie ich. Ich habe mir auch einfachere Sauger gekauft, also sehr einfache Industriesauger oder auch mal, ich will die Namen jetzt gar nicht sagen, ja, auch teilweise Geräte im Bereich 100, 150 Euro. Aber sie alle hatten eine Sache nicht, und zwar einen wirklich guten Filter. Ob das jetzt Antistatik hatte oder nicht, ist erstmal nicht so wichtig. Aber ich will einen guten Filter haben. Und wenn ihr euch einen Sauger kauft, egal von welchem Hersteller, aber kauft euch bitte ein Gerät mit einem guten Filter. Und zwar mindestens 99,9%, dass ihr auf dem M-Klasse Standard seid und dementsprechend auch Hartholz saugen könnt und so weiter und so fort. Und dann diese ganz feinen Stäube, die aus sowas rauskommen oder auch bei Beton und so weiter, dass das alles im Sauger drin bleibt. Denn eine Sache könnt ihr niemals ersetzen und das ist eure Gesundheit. Denkt da dran. Und ich mache das hier jetzt nicht für mich oder sonst was, sondern haben wir hier genau das besprochen. Wenn ich mit dem Video auch nur einen einzigen hier erreiche und ein einziger dafür seine Lunge schont und dafür dann am Ende wirklich nicht, darum geht es nämlich, dann nicht krank wird, keinen Krebs bekommt, dann ist das Video hier schon ein Erfolg für mich gewesen. Ich hoffe, viele von euch, aber wesentlich mehr von euch werden dem nachkommen. Schaut euch an in eurer Klasse, bei eurer Marke, bei eurer Farbe, was immer ihr kaufen wollt. Ob gelb, grün, blau, violette, angemalte Sauger. Aber achtet auf eine wirklich gute Filterklasse.
Darum geht es mir persönlich und dementsprechend sage ich, nehmt so etwas und spart nicht an dem Geld. Denn oftmals ist es nämlich so, ihr habt so eine wunderschöne Werkzeugwand hier, wie hier, alles ist schön, aber ihr habt einen Sauger am Ende, der das absaugt für, sagen wir, nur ein paar Euro und das sollte es nicht sein. Wenn ihr mich jetzt persönlich fragt, was für einen Sauger sollte ich denn nehmen, wenn ich jetzt mal diese drei hier, den GAS 35L, GAS 35M und H mir anschaue, würde ich persönlich euch durchaus schon zu dem L raten können, wenn ihr das Thema Filterleistung im Auge habt, ergo auch mal von Hand den Filter reinigt. Wenn es aber auf die 100 Euro mehr oder weniger nicht ankommt am Ende des Tages, dann nehmt ein M und lebt mit dem Abklopfen, das regelmäßig abgeklopft wird und dementsprechend ihr sicher sein könnt und den Piepton vor allem, ja, also mit diesem Piepton, sodass ihr gewarnt werdet, wenn die Saugleistung nicht mehr da ist. Ansonsten achtet aber bitte darauf immer, viele Hersteller haben auch schon in der L-Klasse einen 99,9%igen Filter und haben auch eine sehr gute Ausstattung. So, es war sicherlich ein sehr langes Video. Wir haben hier ewig gedreht. Ich habe mich auch wirklich ewig vorbereitet, weil ich wollte euch alles mitgeben. Wenn ich irgendwas vergessen habe, schreibt es unten in die Kommentare. Schreibt auch mal rein, vielleicht ob ihr aufgrund des Videos irgendwas anders machen werdet oder ob ihr noch eine ganz andere Sichtweise habt. Ich bin sehr gespannt. Und jetzt ran an den Sauger und bis zum nächsten Mal.